Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Unter den glitzernden Skylines und belebten Straßen liegt eine Krise, die oft übersehen wird: Obdachlosigkeit. Von New York bis Los Angeles sind in einigen der wohlhabendsten Städte der Welt Tausende von Menschen obdachlos. Ist dies das Ergebnis persönlicher Entscheidungen oder deutet es auf tiefer liegende systemische Fehler hin? In unserer heutigen Reise gehen wir über die Postkartenbilder hinaus und erkunden die harte Realität des städtischen Überlebens, der wirtschaftlichen Ungleichheit und des Kampfes um Würde. Dies ist mehr als eine Dokumentation. Es ist eine ungefilterte Reise in die verborgenen Winkel der Gesellschaft. Sind Sie bereit, die Wahrheit aufzudecken? Dann lassen Sie uns beginnen. Amerikas Obdachlosenkrise, die verborgenen Kämpfe hinter den Zahlen. Obdachlosigkeit ist mehr als eine Statistik. Sie ist eine menschliche Krise, die sich auf den Straßen jeder größeren Stadt in den Vereinigten Staaten abspielt. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, eine Geschichte und ein Kampf, der oft unsichtbar bleibt. Im Jahr 2025 sind mehr als 650.000 Amerikaner in jeder beliebigen Nacht von Obdachlosigkeit betroffen, ein erschütternder Anstieg um 12% im Vergleich zu vor nur 2 Jahren. Was ist die Ursache für diesen Anstieg? Und warum hat eine der reichsten Nationen der Welt mit einer so schweren Wohnungskrise zu kämpfen? Der Kern des Problems sind die in die Höhe geschnellten Wohnungskosten. In Städten wie San Francisco, New York und Los Angeles sind die Mietpreise in den letzten 5 Jahren um über 30% gestiegen, sodass es selbst für Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen immer schwieriger wird, sich eine stabile Wohnung zu leisten. Heute geben 11 Millionen Amerikaner mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aus, sodass sie nur eine unerwartete Ausgabe von der Zwangsräumung entfernt sind. Doch die Löhne haben nicht Schritt gehalten. Der bundesweite Mindestlohn stagniert bei $7,25 pro Stunde. Seit 2009 wurde er nicht mehr erhöht, während die Inflation die Kaufkraft immer weiter aushöhlt. Selbst in Staaten mit höheren Löhnen zwingen die steigenden Lebenshaltungskosten viele dazu, mehrere Jobs anzunehmen, um über die Runden zu kommen. Die Krise geht jedoch über die finanzielle Notlage hinaus. Fast 40% der Obdachlosen haben mit unbehandelten psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Doch der Zugang zu erschwinglicher Versorgung ist nach wie vor begrenzt. Überfüllte Unterkünfte und unterfinanzierte Sozialdienste lassen viele ohne die nötige Unterstützung zurück, sodass sie oft in einem Kreislauf der Instabilität gefangen sind. Die wirtschaftliche Ungleichheit vergrößert die Kluft weiter. Heute besitzen die reichsten 1% der Amerikaner mehr Vermögen als die unteren 90% der Bevölkerung zusammen, während wichtige soziale Sicherheitsnetze wie Initiativen für erschwinglichen Wohnraum- und Nothilfeprogramme nur schwer der steigenden Nachfrage gerecht werden können. Bei Obdachlosigkeit geht es nicht nur um den Verlust eines Schlafplatzes. Es geht um den Verlust von Stabilität, Würde und Chancen. Ohne Wohnung ist es fast unmöglich, einen Arbeitsplatz zu finden. Ohne festen Wohnsitz ist der Zugang zu staatlicher Hilfe eine Herausforderung. Viele, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, haben kein finanzielles Sicherheitsnetz, keine familiäre Unterstützung und keinen klaren Ausweg. Diese Krise ist nicht unvermeidlich. Sie ist das Ergebnis systemischer Herausforderungen, die dringende und durchdachte Lösungen erfordern. Die Frage ist nicht mehr nur, warum dies geschieht, sondern wie wir darauf reagieren wollen. Ohne sinnvolle politische Änderungen, eine bessere psychiatrische Versorgung und eine Überarbeitung der Wohnungspolitik wird die Obdachlosigkeit in Amerika weiter zunehmen. Es ist an der Zeit, die Diskussion zu ändern und dies nicht nur als eine Statistik zu betrachten, sondern als eine menschliche Krise, die dringende Maßnahmen erfordert. Obdachlosen-Hotspots in den US. Die dunkle Seite der Großstädte. In New York City ist der krasse Gegensatz zwischen unermesslichem Reichtum und großer Armut besonders in Gegenden wie Manhattan, Brooklyn und der Bronx unübersehbar. Manhattan. Als Finanzmetropole der Welt rühmt sich Manhattan mit hoch aufragenden Wolkenkratzern und Luxuswohnungen. Doch hinter diesem Überfluss verbirgt sich eine harte Realität. Tausende von Menschen sind von Obdachlosigkeit bedroht. Die exorbitanten Mieten und hohen Lebenshaltungskosten haben viele in eine prekäre Lage gebracht. Im Januar des Jahres 2024 suchten mehr als 132.000 Menschen Zuflucht in den obdachlosen Unterkünften von New York City, was einen atemberaubenden Anstieg von 53% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dieser Anstieg unterstreicht die sich vertiefende wirtschaftliche Kluft in der Stadt.
wo Notunterkünfte und behelfsmäßige Lager im Schatten des Wohlstands existieren. Brooklyn, einst bekannt für seine Erschwinglichkeit, hat sich stark gewandelt. Viertel wie Bushwick und Flatbush haben eine rasche Gentrifizierung erlebt, die zur Verdrängung langjähriger Bewohner geführt hat. Der Zustrom von Neubauten, die oft als erschwinglicher Luxus bezeichnet werden, hat ironischerweise dazu geführt, dass der Zugang zu Wohnraum für die ursprünglichen Gemeinden schwieriger geworden ist. Dieser Trend spiegelt ein breiteres städtisches Problem wider: Wirtschaftswachstum auf Kosten der Erschwinglichkeit. Viele Bewohner, die mit den steigenden Mieten nicht mithalten können, sind von Obdachlosigkeit bedroht. Die Bronx ist reich an Kulturgeschichte und kämpft mit tiefgreifenden wirtschaftlichen Ungleichheiten. Die Bronx ist einer der am stärksten gefährdeten Bezirke der Stadt, wenn es um erschwinglichen Wohnraum geht. 8 der 12 Gemeindebezirke sind von solchen Risiken betroffen. Öffentliche Dienstleistungen sind oft unzureichend, sodass viele keine Ressourcen für eine stabile Unterkunft haben. Inmitten dieser Herausforderungen arbeiten lokale Organisationen wie BronxWorks jedoch unermüdlich an der Unterstützung von Vertriebenen und bieten den von diesen systemischen Problemen Betroffenen Hoffnung und Hilfe. In Los Angeles ist das Nebeneinander von extremem Reichtum und großer Armut besonders in Gegenden wie Skid Row und Venice Beach deutlich zu sehen. Skid Row, dieses offiziell als Central City East bezeichnete Viertel, erstreckt sich über etwa 4 Quadratmeilen und ist seit langem ein Synonym für Obdachlosigkeit in Amerika. Laut der Obdachlosenzählung für den Großraum Los Angeles im Jahr 2024 lebten in der Skid Row 3.791 Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen waren, davon 2.112 ohne Obdach. Dieses Gebiet unterstreicht die systemischen Herausforderungen in der öffentlichen Politik, der psychiatrischen Versorgung und der Knappheit an erschwinglichem Wohnraum. Trotz dieser Hürden sind bemerkenswerte Fortschritte zu verzeichnen. Die Zählung im Jahr 2024 ergab einen Rückgang der Obdachlosigkeit insgesamt um 14% und einen Rückgang der Obdachlosigkeit ohne Obdach in der Skid Row um 22% im Vergleich zu den Vorjahren. Venice Beach, das weltweit als pulsierendes Touristenziel bekannt ist, hat ebenfalls mit einer beträchtlichen Zahl von Obdachlosen zu kämpfen. Der Kontrast zwischen den gehobenen Strandgrundstücken und den nahe gelegenen Zeltlagern verdeutlicht die wirtschaftlichen Ungleichheiten in Los Angeles. Die Bemühungen, die Obdachlosigkeit in diesem Gebiet zu bekämpfen, haben zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Während die Zahl der sichtbaren Lager zurückgegangen ist, zeigen Studien, dass die Zahl der Obdachlosen ohne jegliche Form von Unterkünften wie Zelte oder Fahrzeuge auf 46% der gesamten obdachlosen Bevölkerung in Venedig angestiegen ist. Diese Verschiebung stellt eine Herausforderung für die Sozialdienste dar, die sich bemühen, die obdachlose Bevölkerung zu unterstützen und gleichzeitig die Attraktivität des Gebiets für Touristen zu erhalten. In verschiedenen Städten in den Vereinigten Staaten wird der krasse Gegensatz zwischen Wohlstand und Armut durch die einzigartigen Probleme der Obdachlosigkeit anschaulich dargestellt. Die Fremont Street in Las Vegas, die für ihre leuchtenden Neonlichter und geschäftigen Casinos bekannt ist, birgt auch tiefe wirtschaftliche Probleme. Der flüchtige Charakter von Las Vegas, gepaart mit wirtschaftlicher Instabilität, trägt erheblich zur Obdachlosigkeit in der Region bei. Die Gegenüberstellung von wohlhabenden Touristen und notleidenden Einheimischen unterstreicht die sozioökonomische Kluft in der Stadt. Capitol Hill, das für seine fortschrittliche Kultur- und Kreativszene bekannt ist, hat mit steigenden Wohnkosten zu kämpfen, die viele dazu veranlasst haben, in provisorischen Verhältnissen zu leben. Trotz der Bemühungen lokaler Organisationen und Heime, das Problem anzugehen, übersteigt die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum bei weitem die verfügbaren Ressourcen, was die Krise noch verschärft. Phoenix, Arizona, erlebt ein schnelles Wachstum, das nicht allen Einwohnern zugutekommt. Das raue Wüstenklima macht Obdachlosigkeit zu einer besonders gefährlichen Angelegenheit. In der Nähe des Jahres 2024 sterben im Großraum Phoenix fast 600 Menschen ohne Wohnung, was die wachsende Kluft zwischen Entwicklung und Sozialhilfe verdeutlicht. Dreisig Street Station, Philadelphia. Als wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist die Dreisig Street Station zu einem Zufluchtsort für Obdachlose geworden. Pendler und Reisende teilen sich oft den Platz im Bahnhof mit Obdachlosen. Was zeigt, wie sich moderne Infrastruktur und soziale Kämpfe überschneiden.
In Philadelphia ist die Zahl der Obdachlosen im 3. Jahr in Folge gestiegen. Etwa 5.200 Personen sind von Obdachlosigkeit betroffen, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Tenderloin, San Francisco. Das im Stadtzentrum von San Francisco gelegene Viertel Tenderloin weist eine der höchsten Obdachlosenquoten der Stadt auf. Trotz des technologischen Reichtums San Franciscos hat die Stadt Schwierigkeiten, grundlegende Wohnungslösungen zu finden. Im Jahr 2024 wird die Gesamtzahl der Obdachlosen um 7% zunehmen und etwa 8.300 Personen erreichen. Diese Ungleichheit macht die tiefen wirtschaftlichen Ungleichheiten innerhalb der Stadt deutlich. Diese städtischen Erzählungen verdeutlichen die komplexe und vielschichtige Natur der Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten und spiegeln allgemeinere systemische Probleme wider, die umfassende und mitfühlende Lösungen erfordern. Die Ursachen der Obdachlosigkeit. Was ist die wirkliche Ursache der Krise? Bei der Obdachlosigkeit geht es nicht nur darum, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, sondern es handelt sich um eine komplexe Krise, die ihre Wurzeln in tiefgreifenden systemischen Fehlern hat. Schauen wir uns das genauer an. In erster Linie ist der Mangel an erschwinglichem Wohnraum die Hauptursache für Obdachlosigkeit. Die großen Städte in den Vereinigten Staaten haben einfach nicht genug Wohnungen gebaut, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Aus einem Bericht der National Low Income Housing Coalition aus dem Jahr 2025 geht hervor, dass im Land 7.300.000 erschwingliche Mietwohnungen für Mieter mit extrem niedrigem Einkommen fehlen. Angesichts der in die Höhe schießenden Mieten sind viele Menschen aus der Arbeiterklasse nur einen finanziellen Rückschlag davon entfernt, ihre Wohnung zu verlieren. Hinzu kommt, dass die steigenden Lebenshaltungskosten es den Menschen immer schwerer machen, sich über Wasser zu halten. In den letzten 5 Jahren ist die Inflation sprunghaft angestiegen. Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Gesundheitsfürsorge und Transportmittel haben sich um durchschnittlich 18% erhöht, während die Löhne nur um 11% gestiegen sind. Diese Diskrepanz zwingt viele Familien dazu, zwischen der Zahlung der Miete und der Befriedigung grundlegender Bedürfnisse zu wählen. Wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert oder mit unerwarteten medizinischen Kosten konfrontiert wird, kann er schnell in die Obdachlosigkeit abrutschen. Hinzu kommen psychische Erkrankungen und Drogenmissbrauch, die oft unbehandelt bleiben. Nach Angaben der National Alliance on Mental Illness leiden fast 30% der Obdachlosen an einer schweren psychischen Erkrankung. Und 35% haben mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. Ohne geeignete Unterstützungssysteme bleiben sie in einem Kreislauf der Instabilität gefangen. In vielen Städten fehlt es an psychosozialen Einrichtungen und aufsuchenden Programmen, sodass gefährdete Personen keinen Zugang zu der Betreuung haben, die sie dringend benötigen. Wirtschaftliche Instabilität ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Während die Wohlhabenden immer mehr Vermögen anhäufen, bleiben Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen auf der Strecke. Die obersten 10% der Einkommensbezieher in den Vereinigten Staaten kontrollieren fast 70% des Reichtums des Landes, wodurch es für Menschen mit geringem Einkommen immer schwieriger wird, der Armut zu entkommen. Wenn die Löhne stagnieren, während die Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen, wird finanzielle Sicherheit eher zu einem Privileg als zu einer Selbstverständlichkeit. Die Krise wird durch Versäumnisse der Politik weiter verschärft. Viele Hilfsprogramme, WZ-B, Wohngutscheine der Sektion 8 und Mietsoforthilfe sind entweder unterfinanziert oder schwer zugänglich. Im Jahr 2024 wird nur jede 4. förderfähige Familie aufgrund mangelnder Finanzierung tatsächlich Bundeswohnungshilfe erhalten. Veraltete Politiken werden den modernen wirtschaftlichen Realitäten nicht gerecht und lassen Tausende ohne Sicherheitsnetz zurück. Schließlich können auch persönliche Umstände wie häusliche Gewalt, Familienzusammenbrüche und Traumata Menschen in die Obdachlosigkeit treiben. Studien zeigen, dass fast 50% der obdachlosen Frauen häusliche Gewalt als Hauptgrund für den Verlust einer festen Wohnung angeben. Ohne Unterstützungsnetzwerke oder finanzielle Unabhängigkeit bedeutet die Flucht aus missbräuchlichen Situationen oft, auf der Straße zu landen. Wenn wir diese Ursachen zusammen betrachten, wird deutlich, dass Obdachlosigkeit nicht nur ein individuelles Problem ist. Es ist ein systemisches Problem. Solange Städte, Regierungen und Gemeinden keine echten Lösungen anbieten, wird sich die Krise nur weiter verschärfen. Lösungen für Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit ist keine unlösbare Krise.
Auf der ganzen Welt haben Städte und Staaten die Obdachlosigkeit durch die Anwendung gut erforschter, gezielter Strategien erfolgreich reduziert. Der Schlüssel liegt in langfristigem Engagement, Investitionen und einem Wechsel der Perspektive von kurzfristigen Lösungen zu nachhaltigen Lösungen. Eine der wirksamsten Strategien ist der Housing-First-Ansatz, bei dem die Bereitstellung von dauerhaftem Wohnraum ohne Vorbedingungen wie Nüchternheit oder Beschäftigung im Vordergrund steht. Studien haben wiederholt gezeigt, dass Menschen, die eine stabile Wohnung haben, viel eher in der Lage sind, Probleme wie psychische Probleme, Sucht- und Arbeitslosigkeit zu bewältigen. Diese Methode hat Städte wie Houston verändert, wo die Obdachlosigkeit in den letzten 10 Jahren um über 60% zurückgegangen ist. Housing First ist zwar eine bewährte Lösung, steht jedoch vor einem großen Hindernis, dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum. In den Vereinigten Staaten fehlen derzeit 7,3 Millionen bezahlbare Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte. Ohne eine deutliche Steigerung des Wohnungsbaus, erweiterte Miethilfsprogramme und politische Reformen, die Anreize für die Entwicklung erschwinglichen Wohnraums schaffen, wird sich die Krise nur verschlimmern. Ein stabiles Zuhause ist nur die Grundlage. Fast 30% der Obdachlosen leiden an unbehandelten psychischen Erkrankungen. Und 35% haben mit Drogenkonsumstörungen zu kämpfen. Ohne angemessene Betreuung geraten viele in einen Teufelskreis der Instabilität und wechseln häufig zwischen Notunterkünften, Notaufnahmen und Inhaftierung. Die Ausweitung von psychosozialen Diensten, Suchtentwöhnungsprogrammen und Kriseninterventionsinitiativen ist von entscheidender Bedeutung. Mehrere Staaten haben integrierte Wohn- und Gesundheitsprogramme eingeführt, bei denen Fachleute für psychische Gesundheit und Suchtspezialisten direkt mit Wohnungsanbietern zusammenarbeiten, um die Behandlung vor Ort durchzuführen. Dieser Ansatz hat zu niedrigeren Hospitalisierungsraten, weniger Rückfällen und einer höheren Langzeitstabilität geführt. Auch wirtschaftliche Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Beschäftigung wird oft als Ausweg aus der Obdachlosigkeit gesehen. Doch fast 46% der Obdachlosen haben bereits einen Arbeitsplatz, können sich aber trotzdem keine Miete leisten. Die Kluft zwischen den Löhnen und den Lebenshaltungskosten wird immer größer, sodass es immer schwieriger wird, finanzielle Sicherheit zu erlangen. Städte wie San Diego haben Berufsausbildungsinitiativen in Bereichen wie dem Baugewerbe, der Gastronomie und der Technologie ins Leben gerufen, die Menschen dabei helfen, wichtige Fähigkeiten zu erwerben und wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Diese Programme allein sind jedoch nicht ausreichend. Die Lohnstagnation und die steigenden Lebenshaltungskosten müssen auch durch politische Veränderungen angegangen werden, einschließlich höherer Mindestlöhne und steuerlicher Anreize für Unternehmen, die ehemals wohnungslose Personen beschäftigen. Die Politik hat die Möglichkeit, die Obdachlosenkrise entweder zu lösen oder zu verschärfen. Viele der bestehenden Maßnahmen konzentrieren sich auf vorübergehende Lösungen, wie die Räumung von Lagern, anstatt die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen. Im Jahr 2024 erhielt nur jede 4. anspruchsberechtigte Familie aufgrund unzureichender Mittel Bundeswohnungshilfe. Eine Reform der Wohnungspolitik, die Ausweitung der finanziellen Unterstützung für Mieter und ein besserer Zugang zu Notdiensten könnten jedes Jahr Tausende von Menschen davor bewahren, obdachlos zu werden. Gemeinschaftsorganisationen, Notunterkünfte und aufsuchende Initiativen sind für die Überbrückung der Kluft unerlässlich. Aber sie benötigen mehr Ressourcen und stärkere Partnerschaften mit den lokalen Behörden, um ihre Wirksamkeit zu maximieren. Bei der Beendigung der Obdachlosigkeit geht es nicht nur um die Bereitstellung von Unterkünften, sondern auch um die Wiederherstellung von Würde, Stabilität und Chancen. Es gibt Lösungen und sie haben sich bewährt. Die Frage ist nicht mehr, ob Obdachlosigkeit gelöst werden kann, sondern ob die Gesellschaft bereit ist, sich für die dafür notwendigen Veränderungen einzusetzen. Obdachlosigkeit, persönliches Versagen oder systemisches Problem. Dieser Dokumentarfilm war nicht nur eine augenöffnende Erfahrung, er war ein Weckruf. Er zeigte nicht nur die Kämpfe der Obdachlosen, sondern stellte auch alle vorgefassten Meinungen über Obdachlosigkeit in Frage. Allzu oft reduziert die Gesellschaft Obdachlosigkeit auf persönliches Versagen. Wir hören Sätze wie: Sie sollten sich einfach einen Job suchen oder Sie haben schlechte Entscheidungen getroffen. Aber die Realität ist viel komplexer und viel beunruhigender. Der Dokumentarfilm enthüllt die rauen, oft unsichtbaren Geschichten derjenigen, die an den Rand gedrängt wurden, Familien, die nach plötzlichen medizinischen Notfällen vertrieben wurden, Veteranen,
die mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen haben und nirgendwo hin können. Vollzeitbeschäftigte, die sich keine Wohnung leisten können. Wussten Sie, dass fast 40% der Obdachlosen erwerbstätig sind? Allein diese Tatsache räumt mit dem Mythos auf, dass Obdachlosigkeit einfach mit Faulheit oder Arbeitsunwilligkeit zu tun hat. Es ist schockierend, wenn man bedenkt, dass in einem Land mit einer Wirtschaftsleistung von 27 Billionen $, einem Land, das in Sachen Innovation und Wohlstand weltweit führend ist, in jeder beliebigen Nacht im Jahr 2025 mehr als 650.000 Menschen auf der Straße oder in Notunterkünften schlafen. Wie ist es möglich, dass eine so fortschrittliche Gesellschaft immer noch eine so tiefgreifende Ungleichheit zulässt? Die Wahrheit ist, dass Obdachlosigkeit nicht nur ein individuelles Unglück ist, sondern ein systemisches Versagen. Sie ist das Ergebnis eines Wohnungsmarktes, auf dem die Mieten ins Unermessliche gestiegen sind. Von Löhnen, die stagnieren, während die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Von psychiatrischen Diensten, die nach wie vor unterfinanziert und unzugänglich sind. Und von einer Regierungspolitik, die es versäumt hat, sich den Realitäten der modernen wirtschaftlichen Not anzupassen. Doch trotz der düsteren Realitäten zeigt der Dokumentarfilm auch etwas ebenso Starkes: Hoffnung. Im ganzen Land gibt es Menschen, Organisationen und Gemeinden, die sich weigern, Obdachlosigkeit als unausweichlich hinzunehmen. In Städten, die den Ansatz Housing First gewählt haben, bei dem zunächst eine stabile Unterkunft bereitgestellt wird. Bevor andere Probleme angegangen werden, ist die Obdachlosigkeit um bis zu 60% zurückgegangen. Lokale gemeinnützige Organisationen, Heime und Basisinitiativen beweisen, dass Rehabilitation und Wiedereingliederung möglich sind, wenn die richtigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Programme, die sich auf Berufsausbildung, finanzielle Unterstützung und psychologische Betreuung konzentrieren, helfen den Menschen, wieder Stabilität und Würde zu erlangen. Die Lösungen sind vorhanden. Die Herausforderung besteht darin, den kollektiven Willen aufzubringen, sie in größerem Maßstab umzusetzen. Wir müssen uns also folgende Frage stellen: Glauben wir, dass Obdachlosigkeit gelöst werden kann? Wenn Sie glauben, dass es möglich ist, kommentieren Sie mit 1. Wenn Sie glauben, dass es ein unmöglicher Kampf ist, kommentieren Sie mit 0. Die in diesem Dokumentarfilm vorgestellten Geschichten von Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit und Veränderung beweisen. Dass ein Wandel nicht nur möglich ist, er findet bereits statt. Aber die Verantwortung liegt nicht bei einer Person, einer Organisation oder gar einer Regierung allein. Es ist ein gesellschaftliches Problem, das eine gesellschaftliche Antwort erfordert. Unternehmen, politische Entscheidungsträger und lokale Gemeinschaften müssen alle eine Rolle spielen. Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren. Obdachlosigkeit ist mehr als eine Statistik. Sie ist eine humanitäre Krise, die die tieferen Brüche in unseren Wirtschafts- und Sozialsystemen offenbart. Die in die Höhe schießenden Lebenshaltungskosten, der gravierende Mangel an erschwinglichem Wohnraum und der Mangel an zugänglicher psychiatrischer Versorgung tragen alle zu einer Krise bei, die seit Jahrzehnten besteht. Doch wie wir gesehen haben, gibt es auch Lösungen. Städte, die dauerhaften Wohnlösungen Vorrang einräumen, in psychosoziale Dienste investieren und wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Unterstützung von Arbeitnehmern mit niedrigem Einkommen umsetzen, haben bewiesen, dass Fortschritte nicht nur theoretisch, sondern auch greifbar sind. Im Kern geht es bei der Obdachlosigkeit nicht nur um das Fehlen einer Unterkunft. Es geht um den Verlust von Stabilität, Würde und Chancen. Die eigentliche Frage ist, was können wir dagegen tun? Die Sensibilisierung ist der erste Schritt, aber es müssen Taten folgen. Lokale Initiativen zu unterstützen, für politische Reformen einzutreten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, all das ist Teil des Weges nach vorn. Die Herausforderung ist groß, aber die Möglichkeiten für Veränderungen sind noch größer. Die Zukunft, in der jeder einen Platz hat, den er sein Zuhause nennen kann, ist nicht unerreichbar. Man muss sich nur dafür einsetzen, dass sie Wirklichkeit wird. Und damit sind wir am Ende dieser Reise angelangt. Wenn diese Reise Ihnen eine neue Perspektive eröffnet hat, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, um weitere tiefgreifende Erkundungen globaler Themen zu erhalten. Und welche Stadt oder welches Land würdest du auf deiner nächsten Reise gerne erkunden? Kommentiere unten und lass uns das Gespräch am Laufen halten. Danke, auf Wiedersehen und bis später.